Hallo, schönen guten Tag. Hi. Guten Tag, schön gutes Jahr. Wir machen hier Rückblick nach hinten, Flashback. Wie jedes Jahr resümieren wir so ein bisschen das Jahr und gucken mal, was so passiert ist und was dann vor uns liegt und so weiter. Und da fangen wir am besten an mit uns selber. Wie geht's dir denn damit, mit dem letzten Jahr? Also unterm Strich war das Jahr 2022 sehr viel ereignisreicher als noch das Jahr davor. Das kann man auf jeden Fall sagen. Wir haben viel mehr gemacht, es gab viel mehr Möglichkeiten, wir haben Release gehabt dieses Jahr und deswegen war das ein super ereignisreiches Jahr mit viel mehr Highlights, fand ich. Ja, das heißt, das erste Mal seit vielen Jahren konnten wir wieder auf die Gamescom gehen. Ja. Das war eins meiner persönlichen Highlights tatsächlich und das war auch sehr hoch emotional und zwar von allen, die da waren. Ja, die Games-Branche existiert noch. Es sind nicht nur kleine Bildchen auf dem Bildschirm, die Menschen, sondern da stecken tatsächlich Menschen dahinter, ne? Und die Branchenparty und alles drum und dran und so, das war schon wirklich toll, das wieder zu erleben. Ja, wir sind auf jeden Fall froh, dass wir wieder raus sind, ne? Aus dieser ganzen Geschichte, die hinter uns liegt. Und das hat man dieses Jahr gemerkt. Und das ist toll, dass das so ist. Unbedingt. Ne? Also mir geht's genauso. Die Leute, die man dann im Real Life getroffen hat, die waren so irgendwie so dankbar dann. Ja. Das fand ich total schön. Irgendwie jeder hat einen angestrahlt und so, oh, endlich wieder, wird was gemacht und so und Zocks und Leute. Und ich fand das auch total schön. Das war so ein Stück weit erleichternd fühlte sich das an. Und obwohl wir dieses Jahr, also die Gamescom hat im August stattgefunden und Release hatten wir davor, relativ Anfang des Jahres. Ja. Und entsprechend hatten wir gar kein Spiel mehr dort irgendwie zum Ausstellen oder was Neues schon. Und trotzdem kann man sagen, hatten wir irgendwie jeden Tag super viel zu tun, haben ganz viele Leute getroffen, haben überall mitgemacht und das war etwas, das würde ich auch als persönliches Highlight des Jahres bezeichnen, dass diese Gamescom wahrscheinlich gut getan hat. Auch mal mit Leuten zu reden über Dinge. Ja, also nicht nur, also geschriebener Text ist halt was völlig anderes, ne? Das ist auch ganz nett, aber es ist halt immer mit so einem Stopper. Ja, und du weißt nicht, du kannst nicht vernünftig dich erklären und formulieren und gestikulieren und gucken, sondern es ist halt geschriebener Text. Und Real Life ist dann schon echt doch noch mal was anderes und ganz schön. Ansonsten Release selber. Wir haben wirklich lange drauf hingearbeitet irgendwie. Wir hatten diesmal eine recht lange Entwicklungszeit, würde ich sagen, mit Elex 2, weil wir super viele Sachen neu gemacht haben und versucht haben, Features zu verbessern und Sachen rauszuholen. Und dann haben wir quasi in diesem Jahr erst, kann man sagen, irgendwie released. Und wir hatten vorher leider, muss man sagen, auch wenig Marketingzeit draußen, weil ja Corona war. Da konnten wir nicht auf Messen gehen oder irgendwie mal mit Leuten irgendwie quatschen oder durch die Gegend tingeln mit dem Ding, so wie wir es zum Beispiel mit Elex gemacht haben, also mit dem ersten Teil. Und das war schon irgendwie schade, das fehlte. Ja. Das ist so mein persönlicher Downer, würde ich sagen, in der Zeit, dass ich sagen würde, das hätte ich unwahrscheinlich gerne getan. Ich hätte gerne mehr gemacht an der Sache, aber das Marketing fand für uns maßgeblich vor allen Dingen digital statt. Ne? So eines meiner persönlichen Highlights war dann noch, dass wir zum Beispiel Friendly Fire teilnehmen konnten in dem Jahr davor. Das war super, aber gab wenig Arten dieser Events in dieser Marketingphase von Elex 2 und der Release-Zeitpunkt war denkbar schlecht. Wir hatten leider sehr viel Pech, dass wir in derselben Woche rausgekommen sind wie Horizon Zero Dawn und Elden Ring. Und Elden Ring hat, wisst ihr noch, irgendwie Höchststrafe, würde ich das nennen, ja. Wochenlang alle Medien irgendwie beschäftigt. Und das war natürlich auch ein Downer. Ja. Da muss man einfach ganz klar sagen. In diesem Jahr. Ich würde sagen, das waren die beiden Downer. Ja.
Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, wir haben in der FAQ Dezember 2022 viel darüber erzählt, wie wir dann mit Kritik umgegangen sind und was wir denken zu dem Spiel selber und so weiter. Und die Folge davor, da haben wir auf jeden Fall, als einer sagt, ja, aber wie ist das denn? Und diese ganzen Fragen jetzt wieder hochkommen und so. Guckt euch das an, da haben wir ein bisschen was drüber erzählt. Ja. No? Stimmt. Ja. Wir haben in einigen Folgen so zwischendurch mal so ein bisschen, ne? Ja. Als es akut war. Jetzt ist es nicht mehr akut. Jetzt arbeiten wir glücklicherweise schon richtig viel an neuen Titel. Und das ist auf jeden Fall auch eins meiner Highlights. Darüber kann man zwar noch so viel nicht sagen, aber wir haben sehr viel diskutiert über Entscheidungen, was wir verbessern können, was wir machen wollen. Und da habe ich jetzt quasi als Ausblick Bock drauf, zu sagen, wir stürzen uns jetzt ins neue Projekt. Ja. Und da darf die Energie ruhig reinfließen. Wir haben sehr viel Aufarbeitung gemacht, Ja. bestimmt ein Jahr lang oder so. Ja. Und das sind immer noch so Nachwehen davon. Das beschäftigt einen natürlich so. Ne? Und das war dieses Jahr auf jeden Fall geprägt, ne? Sich die Wunden zu heilen, sage ich jetzt mal. Und dieser Prozess ist auch immer noch nicht so richtig abgeschlossen. Das hat auch viel mit Corona und diese ganze Isolation und so weiter zu tun. Ja. Dass man jetzt wieder raus kann, dass man jetzt wieder sich darauf konzentrieren kann und so. Und ich erwarte fürs nächste Jahr, dass sich diese Situation auf jeden Fall bessert. Ja. Dass es eine gewisse Normalzustand gibt, ja, dass man sagt, okay, ich kann mich darauf verlassen, dass die nächste Gamescom wieder stattfindet oder nicht so. Ja, da kann man mal ganz zaghaft von ausgehen. So, ich weiß, ist alles irgendwie nicht sicher, ne? Aber was haben wir denn für eine andere Wahl? So, ja, das heißt also, was nehmt ihr euch vor fürs nächste Jahr? Wäre ja jetzt so die Frage, ne? Ja, eine ganze Menge, ne? Viel Arbeit und viel Kreativität und versuchen, ganz wichtig, Spaß an der Arbeit zu haben. Weil sonst funktioniert das Ganze nicht, ne? Immer nur Sorgen und immer nur, man muss ja da mal drüber reden, was jetzt alles irgendwie, und man muss dann auch, ne, sich hinsetzen und sich beraten und diskutieren und so weiter, ja. Diese Zeit, die haben wir jetzt ein ganzes Jahr lang gehabt und auch mit Einfluss von außen. Das heißt, ihr habt uns auch sehr viel Feedback gegeben. Das haben wir jetzt auch, sage ich jetzt mal, verarbeitet, ja, und haben jetzt einen ganz klaren Fahrplan, wo es lang gehen soll. Und den verfolgen wir jetzt. So, ne? Ob das funktioniert, alles und so weiter, das werden wir sehen. Ne? Wir hatten ja von der Christmas Edition nächstes Jahr gesprochen in der letzten Folge. Ja, das ist so eine Version, die wir bauen zu Weihnachten, in dieser besinnlichen Zeit, in der jetzigen Zeit, in der wir stecken, dass man sich zurückzieht und sich selbst anschaut, was man da geschaffen hat. Einfach mal frei von dem, dass man jetzt sofort sich irgendwie notiert, was da noch zu tun ist und dann selber noch rutscht oder so, sich einfach mal, wenn überhaupt, erstmal nur auf sich wirken lässt, das Ganze und so weiter. Das sind so eine Version des neuen Spiels, was wir jetzt machen wollen. Und das formt dann noch meistens immer das, was nächstes Jahr passiert. So, ne? Und jetzt müssen wir erstmal in dieser Phase, in der wir jetzt stecken, erstmal Substanz dranbringen. Ne? Da muss Butter bei die Fische, da muss Fleisch an Knochen. Jetzt gerade, ne? Das heißt, wir gehen jetzt über in die Produktionsphase und erschaffen jetzt erstmal alles. Und das ist dann auch die Hauptarbeit, die jetzt auf uns zukommt im nächsten Jahr. Hier sehe ich so zwei fragende Gesichter. Das eine sagt so, wieso seid ihr schon über ein Jahr da dran? Und das noch gar kein Jahr draußen ist, das Spiel. Ja. Das liegt in der Natur der Sache, dass wir uns ja vor Release schon entscheiden müssen, was wir danach machen, weil es immer eine Überschneidung von Projekten geben muss. Sonst läufst du automatisch in eine Leerlaufzeit und die darf es nicht geben. Das ist einfach viel zu, ich würde einfach mal salopp sagen, kostspielig, solche Zeit verstreichen zu lassen. Deswegen muss man natürlich vorher gut raten, was passiert und was man macht. Deswegen dauert das halt länger, dann zu gucken, auf der einen Seite haben wir uns schon für ein paar Sachen entschieden, auf der anderen Seite musst du nacharbeiten und Feedback einfließen lassen und dann, zack, zack, vergeht mal eben so ein Jahr. Und das Zweite ist, ja, warum erzählt ihr uns denn dann jetzt nicht, für was ihr euch genau entschieden habt und was das genau ist und so. Das werden wir natürlich auch noch tun, aber ihr müsstet das Spiel mittlerweile kennen. Das Erste, was wir machen, ist
Systeme ausprobieren, Techniken ausprobieren, auszuloten und gut zu raten, was wird denn zum Zeitpunkt, in dem wir das nächste Spiel releasen, ungefähr so auf den Markt kommen, was wird State of the Art sein, wo wollen wir überhaupt generell hin und welche Möglichkeiten haben wir da hinzukommen. Und dann, wenn wir das alles ungefähr eingenordet haben, dann müssen wir halt gucken, wie bereitet man denn ein vernünftiges Announcement vor. Und wenn das gelaufen ist, dann können wir euch auch mehr darüber erzählen. Aber vorher erzählen wir euch eher Sachen, sowas wie, wie macht man denn generell irgendwie bla. Ja. Also das, was wir jetzt hier tun. Genau. Ja. Was hast du denn für gute Vorsätze fürs nächste Jahr? Ja, also ich möchte auf jeden Fall mehr unterwegs sein. Ne, das haben wir dieses Jahr schon angefangen, das würde ich gerne weitermachen. Mhm. Also viele Cons besuchen, auch kleinere Cons finde ich potenziell interessant. Allerdings habe ich dann die noch nicht alle ausgelotet. Auf jeden Fall Gamescom, das ist gesetzt. Mhm. Ne? Also wir loten jetzt schon aus, was für ein Cosplay wir nächstes Jahr auf der Gamescom potenziell machen können. Und wir haben jetzt 4 zur Auswahl. Ja. Und da müssen wir gucken, was dann am coolsten ist. Welcher Kandidat, ja. Mhm. Mhm. Ja, weil letztes Mal war so cool irgendwie, das muss man auch erstmal irgendwie toppen, ne? Muss man nicht, man muss erstmal Spaß haben, dann backen, Ja. so, ne? Und muss mal gucken, wo wir dahin wollen. Das eine geht mit dem anderen einher. Ja. Außerdem habe ich jetzt über ein Jahr lang beim Rauchen aufgehört und bin da sehr stolz drauf und das werde ich auf jeden Fall beibehalten. Ja. Also das ist so ein persönliches Ding. Ja. Finde ich super, habe ich auch keinen Bock mehr drauf. Ja. Und du? Was möchtest du nächstes Jahr gerne machen? Also ich habe mir vorgenommen, dass ich auf jeden Fall mehr kreativ arbeiten werde. Ich habe sehr viel Admin-Kram gemacht dieses Jahr, ja, und werde mir auf jeden Fall im nächsten Jahr den Blaumann anziehen und mehr an der Sache arbeiten. So, ja. Das habe ich mir vorgenommen, weil es nämlich sehr viel Dinge gab, die zu klären waren in diesem Jahr und so weiter, hatte ich ja eben schon ausgeführt, ne? Und das möchte ich gerne ein bisschen mich fokussieren, dass ich den Löwenanteil der Zeit, die mir zur Verfügung steht, in kreative Dinge stecke und sage, okay, da mache ich jetzt mal den nächsten Level. Das habe ich mir vorgenommen, ja. Mhm. Gesundheitlich, sehe ich zu, dass ich die Situation verbessere, ja. Habe weniger Fleisch gegessen dieses Jahr, das kam mir ganz gut. Das kam mir zu gut, sage ich jetzt mal, weil das mit dem Fleisch ist immer so eine Sache gewesen bei mir. Wusste ich gar nicht, bis ich aufgehört habe, so viel Fleisch zu essen. Ne? Und das hat auf jeden Fall meine Situation verbessert. Ja. Ich habe aufgehört, Zwiebeln zu essen. Das tut mir auch. Und wieso, ja, ist völlig offenkundig. Ich hatte Bauchweh. Bauchschmerzen, ja. Ja, Mhm. das kann ich leider nicht mehr. Ja. Es sei denn, die sind total zerbrutzelt, dann geht's. Ja. Und was spielst du nächstes Jahr? Worauf freust du dich? Also, es gibt unterschiedliche Spiele rauskommen. Also, erstmal freue ich mich auf rollenspiellastige Sachen, zum Beispiel Hogwarts Legacy. Ja. Würde ich mir gerne angucken, weil ich sehr Bock hätte, in einem großen Rollenspiel irgendwie in Hogwarts rumzulaufen. Das finde ich ganz cool. Wir haben gerade die Serie Wednesday geguckt und Wie alle anderen auch, vermutlich. ich mag das einfach, ja, dieses bisschen fantastische, bisschen gruselig, bisschen irgendwie dieses Schulflair und da fühle ich böse mich Hogwarts. in so einem, also so ein Wednesday-Computerspiel fände ich natürlich auch geil, ne? Vielleicht kommt ja einer auf die Idee. Ja. Und macht das. Ja, genau. Dann kommt Outcast 2 raus. Da bin ich neugierig. Ja. Damals habe ich den ersten sehr geliebt. Ja. Und den zweiten Teil, hätte ich jetzt überhaupt keine Idee, wie die diese Geschichte weitererzählen. Für alle, die es noch nicht gespielt haben, möchte ich auch nicht spoilern an dieser Stelle. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, was sich lohnt, gespielt zu haben, wenn man Rollenspiele mag. Die Geschichte ist spannend, die hat sehr schöne Wendungen und Überraschungen und so, das ist cool. Ja, in der Tat. Und der Held vom ersten Teil ist halt Bruce Willis, ja. Also das ist total cool. Mit der Stimme von Manfred Lehmann. Mega. Also, wenn ihr das noch nicht kennt, auch da gab's mal ein Remake von, das ist
Second Contact hieß das, ja. Ja, genau, sehr konservativ gehalten, dieses Remake, aber ja, das ist halt ein bisschen alt mittlerweile, das Ursprungsspiel, damals mit Voxel-Grafik gemacht. Aber es ist schon cool, wenn einen das nicht so stört irgendwie, dass es jetzt nicht so top modern ist, dann würde ich sagen, guckt euch das doch mal an. Genau, da freue ich mich drauf. Dann finde ich, das ist ja eigentlich eher so dann wieder gruselig, eher etwas, was ich wahrscheinlich vielleicht nicht spiele, aber gerne zuguck, wenn andere es spielen, ist Resident Evil 4 Remake. Das haben wir gespielt, ne? Ja, das Original. Haben wir gespielt, bis wir kurz vorm Ende waren und dann war es so schwer. Ja, das finde ich auf jeden Fall spannend, weil die Steuerung damals nicht ganz so glatt war und ich würde mir jetzt von dem Remake wünschen, dass sie das ein bisschen zugänglicher machen und ein bisschen schöner machen und da hätte ich, glaube ich, Bock drauf. Ich mag die Resident Evil Geschichten, die so ein bisschen so einen seltsamen, horrorigen Gruselcharme haben. Die mag ich am liebsten. Und die neueren Resident Evil, die haben das. Und zwischendurch hatten sie das mal nicht. Da war es ein bisschen actionlastiger. Das ist eher so nicht so meins. Deswegen bin ich mal gespannt, was sie jetzt mit dem Remake machen. Gibt's denn etwas, wo du dich besonders drauf freust irgendwie? Ich muss immer die Muße finden, mich tatsächlich an Computerspiele zu setzen, die ich jetzt nicht nur mir anschaue, um zu gucken, wie sie gemacht sind. Ja, aber ich habe da noch so ein paar Sachen aufgefahren. Ich möchte zum Beispiel VR spielen. Ja, Enderal möchte ich gerne spielen. Das ist dieser Skyrim Mod-Nachfolger-Ding, Spin-off. Ja. Und ich würde ganz gerne mir mal Cyberpunk im VR angucken. Ja. Ich habe gesehen, das geht. Da gibt es so ein Patreon-Ding, wo man sich anmelden kann. Ja? Und das irgendwie. Aber ich habe bisher noch nicht die Energie gefunden, mich wirklich dahin zu setzen. Ja? Weil Vampire spiele ich jetzt erstmal durch und dann schaue ich mal, was so in diese Richtung geht. Brutal Legend habe ich noch nie gespielt. Das würde ich mir gerne mal angucken. Nächstes Jahr soll auch das System Shock Remake rauskommen. Oh ja, das ist natürlich, bin ich dabei. Aber sowas von. Ne? Aber ja klar, ne? System Shock. Ich habe ja gesagt, Prey 2017 ist ja sowas wie System Shock. Ja, es ist so ein inoffizieller Nachfolger für mich, absolut. Ja, und das habe ich geliebt und das spiele ich bestimmt auch nochmal. Und ein Remake vom ersten System Shock, ne, das wäre natürlich schon, das würde ich feiern, das würde ich auch auf jeden Fall spielen wollen. Ja, das wird es dann auch auf der Konsole geben wahrscheinlich dann und ja, dann ist das natürlich schon eine coole Sache. Würde ich gerne machen, ja. Und ihr? Worauf freut ihr euch nächstes Jahr am meisten? Ja. Und was waren eure Highlights und Erinnerungen des vergangenen Jahres? Ja. Hast du noch eine Community-Frage? Das ist eine einfache Frage, die tatsächlich auch immer wieder kommt, deswegen packe ich sie jetzt hier rein. Seid ihr an der Entwicklung vom Gothic Remake oder Remaster steht hier, Gothic Remake beteiligt? Das ist ja derselbe Publisher. Das ist korrekt, es ist derselbe Publisher und nicht derselbe Entwickler. Das Remake, das ist tatsächlich ein Remake, wird gemacht von Alchemia Interactive, auch von THQ Nordic gepublished, gehört auch direkt zur THQ Nordic Family und man sieht sich ab und zu auf Feierlichkeiten, aber das Remake machen die tatsächlich in Eigenregie. Ja. Warum ist das so? Weil wir gar keine Zeit dazu haben, die tatsächlich mit zu unterstützen. Ne? Das ist so, wir sind mit unserem eigenen Kram so ausgelastet und beschäftigt, da ist wenig Zeit für was anderes. Aber wir freuen uns drauf, was da kommen wird. Genau, das ist auch gar nicht schlimm, weil die nach der Demo, die jetzt auch schon ewig draußen war, so viel Feedback von euch bekommen haben, dass die also genug haben, um das zu verarbeiten irgendwie für ihr Remake. Und da bin ich auch einfach mal gespannt. Sie sollten einen konkreten Plan haben, ja. Ja, genau. Und bin ich mal gespannt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns im nächsten Jahr wieder hier, wenn es heißt Piranha Becken TV. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das wird sich so im nächsten Jahr, ne? Wir haben ja noch ein bisschen. Ich habe dann gedacht, hoffentlich wird die Folge nicht im nächsten Jahr.